Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video, abseits der üblichen Update-Videos. Und zwar geht es heute darum, dass die Umzugspläne für die Brickworld konkreter werden. Ich hatte euch ja kürzlich schon mal den größeren Raum gezeigt, in den die Brickworld vielleicht irgendwann mal ziehen wird, und die größeren Räume mit den 64 Quadratmetern. Aber heute zeige ich euch, wohin die Brickworld demnächst, wahrscheinlich noch dieses Jahr, ziehen wird, wo wir erstmal deutlich mehr Platz haben werden. Da muss aber noch einiges getan werden. Ihr seht jetzt gerade nur den nackten Fußboden hier. Es halt, weil hier wieder nichts drin steht. Ich habe vorhin mal ein bisschen aufgeräumt. Also es ist immer noch, man muss immer noch sauber machen, man muss die Spinnenweben entfernen, man muss natürlich hier einiges renovieren. Aber da wird die Brickworld bald hinziehen. Ich drehe jetzt mal die Kamera nach oben und ihr seht diesen Bereich. Das sind, ich habe es noch nicht nachgemessen, aber einige deutliche mehr Quadratmeter. Es ist sozusagen über dem Bereich, den ihr schon gesehen habt. Das sind die ehemaligen Büroräume hier in diesem Gebäude. Und diese Zwischenwände sind tatsächlich nur Trockenbauwände. Das heißt, die werden aller Voraussicht nach entfernt. Das heißt, diese Wand kommt weg. Diese Zwischenwand auch, da standen mal links und rechts Schreibtische. Und auch diese Wand wird rauskommen. Hier nicht wundern, da klebt noch über Klebeband auf dem Boden, weil hier ein PVC-Boden eingeklebt war, kurzfristig, und auch die Sachen abgeklebt. Das ist einfach, hier waren mal kurzfristig ein paar Katzen im Sinne der Katzenhilfe, deshalb war das hier alles mal ein bisschen anders gemacht. Aber das ist sozusagen der Ort, an dem die Brickworld in absehbarer Zeit wandern wird. Wie gesagt, hier muss noch einiges renoviert werden. Hier, das war wohl mal, soweit ich mich erinnere, oder weil ich weiß von Erzählungen, der ehemalige Serverraum. Da ist auch nicht wirklich viel drin. Hier muss auch ordentlich noch sauber gemacht werden und renoviert werden. Hier ist tatsächlich nicht viel. Ich nehme an, dass wir diese Wand auch rausnehmen werden, einfach um hier mehr Platz zu kriegen. Aber wir haben tatsächlich hier einiges an Platz, wie ihr sehen könnt. Wir haben also diesen Raum, der noch größer wird. Dann wird diese Wand hier rauskommen. Wie gesagt, ebenso diese Wand und auch diese. Das Ganze ist zwar links und rechts mit Dachschrägen versehen, aber so, dass es einigermaßen okay ist. Also ich kann hier mal mit euch hinlaufen. Und ich komme jetzt fast bis hierhin. Also hier stoße ich jetzt mit dem Kopf an, also es ist okay. Und wir haben hier auf jeden Fall jede Menge Platz. Und ich werde jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich anfangen, hier zu renovieren, das Ganze vorzubereiten. Also hier muss natürlich einiges gemacht werden, aber hier werden wir hinziehen. Und da haben wir auf jeden Fall so viel Platz, dass wir einige Zeit das Ganze vergrößern können. Mein Plan ist derzeit, dass der aktuelle Tisch sozusagen sich hier hinten ungefähr in der Mitte dieses Raumes positionieren wird. Das heißt ungefähr so stehen, dass hier vorne der Fluss ist, hier die Öffnung mit der U-Bahn und so weiter. Das heißt, der Bahnhof wird vermutlich ungefähr hier stehen, wobei ich mir überlege, ob wir nicht doch weiter rüber gehen sollten. Das heißt, wenn ich ungefähr eher hier den aktuellen Tisch hinstelle, relativ zentral in den 3 Räumen, würde das dazu führen, dass wir in alle Richtungen Platz hätten, auch um noch weiter Gleise zu verlegen. Da muss ich mir noch genau überlegen. Die Idee ist aber auf jeden Fall, dass wir hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz haben für die Zukunft der Brickworld. Ja, ich wollte es euch einfach mal zeigen. Wir werden da einige Videos haben zum Thema Renovieren. Ich nehme an, dass es euch vielleicht auch interessiert. Immer mal wieder, wenn es hier vorankommt. Es ist natürlich einiges zu tun, aber der Platz ist natürlich einfach wirklich praktisch. Ja, also hier gibt es einiges zu tun. Ich werde auch noch einen Elektriker demnächst mal holen, weil wir müssen auch noch die ganzen Lichtschalter verlegen und das mache ich lieber selber nicht. Das will ich wirklich ordentlich gemacht haben, aber ihr hört das. Das sind keine tragenden Wände. Und ich hatte erst die Idee, dass wir tatsächlich die Wand hier noch drin lassen und nur die da vorne rausholen und die dann irgendwie 2 Räume zusammenkommen. Aber die Frage ist natürlich dann, wenn wir dann doch noch erweitern wollen und diese Wand hier auch noch rausnehmen wollen, dann wird natürlich eine riesige, ja, wie soll ich sagen, einen riesigen Haufen Dreck machen und das ist wahrscheinlich sinnvoller, das zu machen, gleich auf einem Aufwasch. Und dann haben wir eben diese 3 Räume als einen großen Raum und damit lässt sich, denke ich, auf jeden Fall einiges machen. Damit sollten wir auch für die nächsten Jahre Platz haben. Und sagt der Plan mit den 450 Quadratmetern unten, ist natürlich der ferne Plan, aber hier ist tatsächlich viel weniger zu tun. Und unten müsste natürlich einiges in Angriff nehmen. Ihr seht die ganze Boden, da muss alles mal ordentlich noch gemacht werden.
Das ist wie gesagt der nackte Estrich hier unten und man muss auch mal Staubsaugen. Ich habe erstmal alles rausgetragen, was hier zwischengelagert wurde. Hier ist noch die Tür, aber hier lässt sich auf jeden Fall einiges machen und ich wollte euch einfach schon mal zeigen. Und ja, ich denke, das wird eine schöne Sache werden. Ja, ansonsten werde ich jetzt gleich nochmal rübergehen zum aktuellen Ort der Brickworld und euch noch was dazu zeigen, was ich momentan mit dem Thema Online-Shop plane. Ich habe da ein bisschen, also ihr habt ja letztes Video, habt ihr ja mitbekommen, was ich noch so ein bisschen plane, damit ihr ein bisschen teilhaben könnt an dem, was in der Brickworld passiert und ein bisschen einen Teil davon zu Hause haben könnt und damit das Projekt unterstützen könnt. Da ist die ganze Sache ein bisschen konkreter geworden. Ich habe ein bisschen weiter geplant. Ich habe ein erstes kleines Mini-Diorama geplant. Da werden wir demnächst auch weitermachen und ich denke auch der Shop demnächst, was heißt demnächst, es wird wahrscheinlich noch 2-3 Wochen dauern, bis ich auch die Ware so weit habe, dass wir zumindest mal mit ein paar Sachen starten können. Ich bin da noch ein bisschen in Verhandlungen und ja, ich denke, das wird einiges werden. Dann würden wir sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut, gehen rüber und dann zeige ich euch die anderen Sachen. So, und jetzt sind wir wieder zurück am momentanen Standplatz der Brickworld und ihr seht, im neuen Bereich werden wir so viel Platz haben, da werden wir ewig brauchen, um das alles voll zu bauen. Aber die Brickworld kann da gut und schön wachsen. Aber zurück zum eigentlichen Thema und zwar Online-Shop. Und einige hatten die Idee, es könnte jetzt so kleine Dioramen, so kleine Szenen aus der Brickworld geben, die man dann eben im Shop kaufen kann, damit eben selber zusammenbauen kann, mit Original-Lego-Steinen natürlich. Und dass man eben kleine Szenen hat, die es auch in der Brickworld gibt, die man zu Hause sich hinstellen kann, weil viele auch zum Beispiel einfach nicht den Platz haben, um eben eine Stadt zu bauen, aber vielleicht so ein kleines Stückchen davon der Brickworld zu Hause haben wollen, meine Güte. Und meine erste Idee ist diese Szene hier unten. Und zwar, eigentlich gehört der ein bisschen weiter nach hinten, da komme ich gerade aber nicht hin. Und zwar geht es um die Szene mit unserer kleinen Geisteraktion hier unten in der U-Bahn. Dieser nette Herr, der vor den Geistern dort hinten flieht. Hier sind es 2. Im Diorama, ich werde euch gleich mehr dazu zeigen, wird es ebenfalls genau diese Figur geben und dazu einen von diesen beiden Geistern. Nur das heißt, es ist ein Diorama mit 2 Figuren auf einer 8×8er Fläche. Schauen wir uns gleich nochmal an, wie das geplant ist. Und das wäre die erste Szene, die man dann vielleicht bald im Online-Shop kaufen kann, um das Projekt zu unterstützen und ein kleines bisschen Brickworld zu Hause zu haben. Das heißt, wir machen jetzt hier gleich mal einen Cut und schauen uns das Ganze gleich am Rechner an. So, da sind wir jetzt am Rechner und ihr seht schon meinen Entwurf. Das ist das digitale Rendering aus dem Studio oder das .io-Programm. Und zwar seht ihr hier, das ist auch der geplante Grundaufbau für alle Dioramen, die es vielleicht auch in Zukunft aus der Brickworld geben wird. Und zwar haben wir eine Grundfläche von 8×8 Noppen, vorne eine schöne Brickworld 2×4er Fliese und hier noch eine Custom-Fliese für den Notausgang. Und das Ganze ist farblich und auch von dem Aufbau jetzt genau nach dem Aufbau der U-Bahn im oberen Stockwerk gestaltet. Also wir haben genau die gleiche Wandstruktur, wir haben den gleichen Bodenbelag und wir haben hier die beiden Figuren. Wir haben hier einmal denjenigen, der flüchtet und hier einen von den beiden Geistern, was auch noch eine interessante Geschichte ist, dass ich dann noch ein bisschen was basteln musste, da erzähle ich euch gleich noch was. Die Figuren stünden eigentlich etwas dynamischer da, aber entweder liegt es an mir und ich habe es nicht rausgefunden, oder es geht einfach nicht im Studio. Und zwar kann ich die Beine gar nicht so bewegen oder den Körper so ein bisschen in Form bringen. Und die stehen immer kerzengerade. Die Arme und die Köpfe, das kann ich alles bewegen, aber die Beine leider nicht, oder ich habe es nicht rausgefunden. Auf jeden Fall stellt euch vor, dass das Ganze ein bisschen dynamischer aussieht, also ein bisschen so, wie es auch in der Stadt ist. Und das ist jetzt eine kleine Szene direkt aus der Brickworld, die ihr euch dann sozusagen zu Hause hinstellen könnt. Ich muss noch durchrechnen, was genau der Preis ist. Die Figuren kriege ich auch her, habe ich mich schon ein bisschen informiert. Ich werde natürlich erstmal eine kleine Stückzahl machen von der ganzen Sache und einfach zu schauen, wie das Ganze läuft. Vielleicht gibt es auch später, wenn das Ganze ein bisschen besser läuft, auch noch die Möglichkeit, das Ganze beleuchtet zu bekommen. Da muss ich auch mal schauen, aber grundsätzlich wird es dann immer hier vorne so eine Brickworld-Fliese geben und dahinter dann immer auf 8×8 Fliesen mit schwarzer Umrandung eine kleine Szene aus der Brickworld. Da habe ich noch ein paar andere Ideen, vielleicht fallen euch auch noch welche ein, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und je größer ja die Brickworld wird, desto mehr Platz an Szenen gibt es und vielleicht gibt es da dann so eine fortlaufende Reihe an kleinen Szenen aus der Brickworld. Ein paar Leute von euch haben das ja auch schon angesprochen und für gut befunden. Und das hier sind jetzt ungefähr, ich glaube, knapp 100 Teile. Und ich habe das Ganze, wie gesagt, im .io gebaut. Das ist nicht das .io, das ist .io. Seht ihr, ungefähr 100 Teile. Und was auch sehr interessant ist, diesen Oberkörper, wie auch den Oberkörper und die Beine von dieser Figur, die gibt es eigentlich nicht im .io. Genauso wie der Kopf, den habe ich jetzt nicht extra gemacht.
aber man kann mit dem Part Designer tatsächlich selber Elemente herstellen. Und da habe ich jetzt so ganz grob mit den Fotos von den Figuren die hergestellt, damit es halt einfach auch mal hübsch aussieht und so aussieht, wie es eben aussehen soll. Also das ist jetzt ungefähr das Design, wie eben auch die Figuren wirklich aussehen. Ist jetzt nicht hundertprozentig sauber gelöst, aber es reicht für den Zweck, den ich habe. Und mit dem Studio kann ich auch gleich die Bauanleitung generieren. Wenn man am besten gleich von Anfang an, hier drüben seht ihr es, die ganzen Steps ordentlich macht, dann ist das auch alles nicht so schwierig. Und dann bekommt man später, wenn man das Ganze kauft, noch diese Bauanleitung. Die werde ich allerdings nur digital anbieten, eben aus Kostengründen, weil der Druck würde natürlich extra Geld kosten für euch. Finde ich jetzt unnötig, auch papiermäßig, umweltmäßig. Das Ganze wird es dann digital geben und dann kriegt ihr eben die Steine als Neuware, Original Lego-Steine. Und die Fliesen, die bedruckten, sind natürlich auch Original Lego-Steine, aber eben bearbeitet sind, weil sie bedruckt sind. Da bin ich momentan noch, wie gesagt, ein bisschen in Verhandlungen oder in Lösungen finden. Und dann bekommt ihr so eine Anleitung. In dem Fall ist die gar nicht mal so kompliziert, aber entspricht ungefähr dem, was man eben von Lego kennt. Man baut das Ganze nach und nach zusammen. Hier sieht man jetzt auch schön die Custom-Fliesen. Das kann man eben mit Studio, dem Programm, ganz schön lösen. Und hier kommt dann auch die Brickworld-Fliese. Hier werden die Figuren zusammengebaut, wahrscheinlich die euch schon zusammengebaut geliefert werden. Und hier noch der Hinweis, dass das natürlich ein bisschen dynamischer gestaltet sein soll. Und am Ende gibt es sogar, wie man es aus von Lego kennt, eine Teileliste. Und ja, natürlich könnte man das jetzt auch irgendwie selber bauen, abgesehen vielleicht von den Fliesen. Aber die Idee dahinter ist ja, dass man ein kleines Stückchen Brickworld zu Hause bekommt und dann gleichzeitig noch das Projekt ein bisschen unterstützen kann. Und vielleicht später, wenn man tatsächlich Brickworld irgendwann besuchen können wird es vielleicht das Ganze auch in einem kleinen Shop vor Ort geben, dass man so kleine Sachen kaufen kann, die man eben dort gesehen hat. Und das ist eben meine erste Idee für ein solches Set. Wie gesagt, die sollten alle, also diese Dioramen sollten ungefähr eben alle auf 8×8 Platz finden. Und das ist dann sozusagen die Idee, die ich habe. Da könnt ihr mir jetzt gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Idee findet, grundsätzlich, und auch die für dieses erste Diorama. Ich persönlich finde es eigentlich ganz nett. Diejenigen, denen ich es schon gezeigt habe, finden es eigentlich auch ganz nett. Und ich glaube, dass der Kostenrahmen doch einigermaßen im Rahmen bleibt. Ihr habt 2 Figuren, es gibt eine kleine nette Szene. Man kann ein bisschen dafür sorgen, dass auch mehr Budget für die Brickworld entsteht. Es sind nicht so viele verschiedene Steine, das heißt auch das Beschaffen und Sortieren wird relativ schnell gehen. Darauf lege ich ja auch den Wert, dass es jetzt nicht unbedingt die kompliziertesten Sets vor allem am Anfang sein werden. Und ich denke, mit der Brickworld-Fliese hier vorne und dieser Custom-Fliese mit dem Notausgang sieht es noch ein bisschen anders aus als das übliche Lego-Set. Und ja, dann würde ich sagen, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet in die Kommentare. Ebenso zu den Umzugsplänen, wie gesagt, die werden jetzt konkreter. Das, was ich euch heute gezeigt habe, wird das sein, wohin wir umziehen. Das, was ich euch letztens gezeigt habe, ist dann sozusagen der Schritt danach, wenn das da oben voll sein würde. Wird natürlich jetzt noch ein paar Wochen dauern. Ich hoffe aber, dass wir noch dieses Jahr umziehen können komplett. Wir haben ja noch gut 3 Monate und dann auch mit der Erweiterung hinter dem Bahnhof anfangen können. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Feedback, wie immer. Wie gesagt, sehr viel von dem, was hier gerade entsteht, Shop, Umzug, Stadt an sich, alles ist ein wichtiger Faktor, dass ihr mir Feedback liefert, damit ich darauf eingehen kann, weil ihr auch mir sehr viele Ideen liefert, die ich natürlich selber nicht habe und ich natürlich auch gerne das mache, was euch gefällt, soweit es mir dann auch gefällt. Aber ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis morgen vermutlich. Ich denke, dass ich morgen nochmal ein neues Video zeigen werde. Ansonsten am Montag wieder. Und dann, ja, was bleibt mir zu sagen? Bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen und wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder in der Brickworld. Und dann sage ich nur noch Tschüss.